Hallo und willkommen zurück zum dritten und letzten Teil meiner Geocode Refit-Reihe. 1 minute 37 seconds later. Nach dem Auftragen vom Geocode geht es nun an den Job, den ich am wenigsten gern mache. A few inches later. Ans Schleifen. Gott sei Dank mit Bier als Belohnung. An den geraden Flächen kann man immerhin mit der Maschine schleifen. Many unbearable hours later. An allen kurvigen Stellen, und davon gibt es so einige, muss man alles mit Handschleifpapier machen. Ich bin froh, dass Marc mir hilft. 2 hours later. Ob er das wohl auch so sieht? Es wird so lange geschliffen, bis es keine Unebenheiten mehr gibt. Angefangen mit 80er Schleifpapier bis hoch zu 5000er. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, der Geocode ist abgeschliffen bis 5000er und dann habe ich ihn jetzt heute Morgen noch poliert und gewachst. Es ist also alles parat, um endlich wieder alle Sachen aufzubauen. Und so sieht das Ganze also aus. Gar nicht mal schlecht, oder? Ich bin auf jeden Fall ziemlich angetan. Damit der Geocode nicht wieder Risse rund um die Klampen und Rehlingsfüße und Püttinge bekommt, habe ich überall große Gegenplatten oder Ankerplatten erstellt. Und die Idee dahinter ist eben, dass die Kräfte von den Klampen zum Beispiel besser verteilt werden und das Laminat so nicht so unter Spannung steht und der Geocode dementsprechend keine Risse bekommt. Als erstes werde ich die Deckshalterung fürs Backstark wieder montieren. Vorher hatte die einfach hier so als Backing Plate ein Stück Holz. Das war aber schon völlig weggerottet. Und jetzt bekommt es eine größere Platte, um das schön die Kräfte ein bisschen zu verteilen und dann noch was Dickeres unten drunter. Ich hätte gern überall Dickes gehabt, aber dafür hat es gar nicht Platz. Biber ist ja ein englisches Boot, beziehungsweise in England gebaut, aber von Van der Stad gezeichnet. Das heißt, dummerweise sind sehr, sehr viele Schrauben an Bord zöllisch. Zum Beispiel jetzt hier für das sind irgendwie 9/16 Inch. Ja, montieren wir das mal. Ich werde es abdichten mit Butylschnur und nicht mit Sikaflex. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil das irgendwie viel einfacher zu dosieren ist, nicht so eine Schweinerei gibt, auch nach Jahren noch einfach wieder zu entfernen ist. Man kann es mal wieder aufmachen oder wieder zu und es ist irgendwie einfach unkomplizierter und ich muss jetzt hier nicht mit der großen Tube rumsauen. Ich habe ein Video, wo ich verschiedene Dichtungsmaterialien und insbesondere Butyl vorstelle. Den Link findet ihr unten. Ein bisschen fummelig das Ganze und immer mal wieder schlafen mir die Arme ein. Wir haben einen neuen Wassereinfüllstutzen gekauft. Der alte war ja aus Holz und schon ziemlich weggerottet und man hat sich immer die Füße dran gestoßen. Leider ist er zu lang, weil darunter der Benzintank ist. Zum Kürzen spannen wir ihn in die Drehbank ein. Ja, wohl nicht so eine gute Idee. Dann halt mit der Flex. GFK lässt sich am besten mit einem Holzbohrer bohren. Auf jeden Fall aber ans Ansenken der Löcher denken. Warum das so wichtig ist, erfahrt ihr in meinem Butyl-Video.
Ihr seht, da ist wirklich nicht so viel Platz zwischen Deck und Benzintank. Der Benzintank wurde vom Vorbesitzer dort eingebaut, vermutlich damit es genug Gefälle vom Tank bis zum Motor gibt. Denn der Wegström ist ein bisschen heikel, was die Benzinversorgung angeht. Naja, das ist ein Problem für die nächste Refit-Saison, nämlich ein neuer Motor. Aber vorerst heißt es, dieses Gefummel da anzuziehen. Das Wiederanbringen von allen Beschlägen am Heck dauert schlussendlich einen ganzen Tag, obwohl wir zu zweit dran sind. Ist halt irgendwie schwierig, wenn man nicht sieht, was man macht. Ein bisschen vergessen hatte ich den Wachskistendeckel, den ich vor dem Auftragen vom neuen Gelcoat abgebaut hatte. Der sieht von außen noch ganz passabel aus. Er brauchte aber eine neue Dichtung und als ich die abgemacht habe, da dachte ich, ach komm, ich lackiere die Innenseite mal neu, die ist nämlich schon nicht mehr so schön. Natürlich habe ich mir dafür den einzigen Tag im Jahr ausgesucht, an dem es in Zürich Wind gibt. Naja, ging trotzdem irgendwie. Das in der Mitte ist übrigens ein Solarlüfter für die Belüftung von der Wachskiste. Und so sieht das Ganze nach dem Trocknen aus. Und dann habe ich noch die neue Dichtung dran gebaut und den Messingbeschlag wieder angebracht. Den habe ich übrigens so schön bekommen mit Salzsäure. Kurz reinlegen und es ist wieder wie neu. Der Traveler ist montiert auf dem Süllrand. Das ist ziemlich praktisch, dann hat man nicht die Großschot im Cockpit. Hier macht Marc gerade Butyl um die bereits angesenkten Löcher. Die Teakholzleiste, die ihr rechts im Bild seht, habe ich frisch lackiert. Sie kommt unter den Traveler und verändert damit den Winkel etwas. Die Schrauben vom Traveler hatten vorher keinerlei Gegenplatten und wirklich viel Platz ist dort leider auch nicht. Ich habe kleine Hölzer zugeschnitten und mit Polyester verstärkt und diese dienen jetzt als Gegenplatten. Und zu guter Letzt natürlich der Flaggenstockhalter. Den montieren wir wieder genau dort, wo er vorher auch war. Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen darüber, denn der liegt zwischen Badeleiter und Cockpit. Nächstes Mal ein bisschen mehr nachdenken. So, das war es auch schon mit meinem Gelcoat-Reparaturprojekt. Ich war mir in der Zwischenzeit nicht immer sicher, ob es wirklich was wird oder total in die Hose geht. Aber ich bin jetzt mit dem Endergebnis wirklich total zufrieden und habe in diesem ganzen Prozess auch viel gelernt. Wenn ich es wieder machen würde, dann denke ich, dass viel fehlerfreier und lockerer von der Hand gehen würde. Aber im Grunde würde ich eigentlich den Prozess, so wie ich ihn jetzt gemacht habe, nochmal wiederholen. Ich würde nach wie vor die Option mit dem Gelcoat wählen und nicht lackieren. Wenn man jetzt das ganze Deck machen müsste, dann wäre die Ausgangslage wieder eine total andere. Aber für mein Szenario hat es jetzt total gut gepasst mit dem Gelcoat. Ich bin super zufrieden mit dem Endergebnis. Mir gefällt auch dieser klassische Gelcoat-Look, weil es sieht dann eben wirklich eigentlich aus wie im Originalzustand und eben nicht wie lackiert. Ja, für mich stimmt es total. Die Farbe, der Look, die Qualität. Bis jetzt hält es auch gut. Das erste Jahr ist rum. Also ich hoffe, es bleibt lange, lange Zeit so. Also danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über eure Kommentare. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann versuche ich die gerne zu beantworten. Und sonst sehen wir uns sicher bald. Also bis zum nächsten Mal.